Wut ist ein unglaublich mitreißendes und starkes Gefühl. Das ist eine unglaubliche Energie, die da in unserem Körper vor sich hin blubbert. Und die richtige Wut, die möchte rausgelassen werden. Die möchte ganz unbedingt raus und die schreit einen an, lebe mich physisch aus. Wenn wir uns die Wut mal anschauen als Emotion, dann ist sie sehr im Schwarz-Weiß-Rahmen. Das bedeutet, sie unterscheidet immer zwischen, es gibt einen Täter und ein Opfer. Meistens ist man selbst das Opfer und der andere ist der Täter. Und die Wut will, dass man das glaubt. Und die Wut schreit einen an, lass mich jetzt physisch raus. Sie übernimmt dann alles, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Körper. Und was passiert, wenn wir dieser Wut glauben? Wenn wir der Geschichte glauben, die uns die Wut erzählen möchte? Und dafür müssen wir ein Stück in meine Vergangenheit gehen. Meine Mutter hat der Wut geglaubt. Immer. Und sie hat sie rausgelassen. Und zwar an den Wesen, die sich am wenigsten wehren konnten. Und das waren wir Kinder. Und hauptsächlich ich. Es gab Momente in meiner Kindheit, da war meine Mutter selbst davon genervt, wenn ich nur anwesend war. Meine pure Anwesenheit hat sie genervt werden lassen und wütend. Und das hat sie volle Kanne an mir ausgelassen. Physisch und emotional. Und als Kind lernt man, ich bin es nicht wert, auf diesem Planeten zu sein. Ich habe keine Daseinsberechtigung. Wenn also ein Erwachsener der Geschichte der Wut glaubt, wird er sehr viel kaputt machen können. Er wird sein komplettes soziales Umfeld zerstören können, im extremsten Fall. Und das passiert vor allem im Bereich mit Kindern, die sich nicht oder kaum zur Wehr setzen können. Die sind physisch abhängig von ihren Caretakern, die sie eigentlich beschützen sollten. Und wenn nun aber diese Caretaker der Wut Glauben schenken, die ihnen erzählt, deine Tochter ist dran schuld, dass es dir so scheiße geht. Es wäre alles viel besser, wenn deine Tochter nicht da wäre. Dann wäre das Haus sauber, dann gäbe es keinen Lärm, dann wäre alles viel besser. Das ist, was die Wut einem erzählt. In dem Fall war ich die Täterin, meine Mutter das Opfer von mir. Jetzt natürlich im Nachhinein, wenn man das als Erwachsener hört, denkt man sich, es ist doch ganz offensichtlich, dass das Kind quasi das unschuldige Wesen ist, während man von dem Erwachsenen erwartet, dass da eine gewisse Reflexion, Bewusstsein dahinter ist. Aber seien wir ehrlich, vielen Menschen fehlt diese Möglichkeit zu reflektieren, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Aber wenn man mit seinen Emotionen leben will, und wir alle haben diese Emotionen und wir alle haben Wut, müssen wir Bewusstsein hineinbringen, um all das, was viele Generationen vor uns erlebt haben, dass das nicht wiederholt wird. Dass nicht noch mehr Kinder geboren werden, die traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten, die sie dann im Erwachsenenalter aufarbeiten müssen, weil sie gelernt haben, mein Dasein ist nichts wert. Ich bin dafür verantwortlich, welche Emotionen der andere mir gegenüber zeigt. Für mich war es ein harter Schritt zu lernen, als Erwachsener ist jeder für seine eigenen Emotionen selbst verantwortlich. Und hier geht es nicht um Schuld, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Zu erkennen, wenn mich jemand wütend macht, das ist nicht möglich. Ja, jemand triggert die Emotion Wut in mir, aber dass ich dann Wut empfinde, ist meine Verantwortung. Und diese Verantwortung kann ich alleine tragen. Und das muss man aber lernen. Wir lernen das in unserer Gesellschaft nicht, diese Verantwortung zu tragen. Was wir lernen ist, lass es an den unschuldigen Wesen aus. Kinder, Haustiere, irgendwer. Die werden es schon tragen können. Und wenn wir uns jetzt die vielen Generationen vor uns anschauen, war das auch so. Die Kinder waren diejenigen, die ihre Emotionen regulieren mussten, weil wenn sie das nicht taten, haben die Erwachsenen emotional reagiert und haben sie verprügelt oder waren genervt oder haben sie beschämt. Und um da ein Break reinzubringen, um eine neue Generation zu schaffen, jeder kann seine Emotionen selbst regulieren, muss jeder bei sich selbst anfangen.
Und für mich war es ein harter Schritt. Dafür muss man nicht erst eine traumatische Kindheit erlebt haben, um diesen Schritt zu gehen. Sondern das kann jeder selbst für sich jetzt tragen und erkennen, ich habe selbst die Verantwortung für meine Emotionen. Und damit ist man auch nicht mehr abhängig von anderen, von den Triggern von anderen. Sondern man ist selbstwirksam. Man weiß, nee, ich trage die Verantwortung für meine Emotionen. Wenn ich wütend werde oder Angst habe, liegt das in meinem Ermessen, wie ich damit umgehen möchte. Aber ich lasse es nicht unreflektiert einfach am Außen aus, vor allem nicht an Unschuldigen, die sich nicht wehren können. Und das muss noch nicht mal physisch auslastend sein, auch emotional. Kinder sind sehr sensitiv, was Emotionen und Gefühle angeht. All das, was wir als Erwachsene gelernt haben zu verdrängen, spüren Kinder. Und die spüren, wenn die Mama oder der Papa genervt ist, nur weil die Kinder da sind, weil die Kinder spielen, weil die Kinder das tun, was sie als Kinder eben tun, die Welt erfahren. Mit allem drum und dran, die halt sind laut, die sind dreckig und die sind chaotisch. Und es nervt uns alle irgendwann mal. Aber reflektiert damit umzugehen, zu sagen, es ist nicht die Schuld der Kinder, dass ich gerade so fühle, wie ich fühle. Das liegt in meiner Verantwortung. Und es liegt in meiner Verantwortung, einen Break hineinzubringen, einen Stopp und zu sagen, ich lebe diese Emotion jetzt nicht ungefiltert einfach aus, weil ich der Wut zum Beispiel glaube, die mir erzählt, das Kind ist dran schuld und ich bin hier das Opfer. Und so wird es Zeit langsam für jeden von uns, die Verantwortung für die eigenen Emotionen zu tragen. Und wir können das tragen. Jeder von uns kann das tragen. Und in jedem neuen Moment, wo wir uns anders entscheiden, gibt es eine neue Zukunft. Gibt es Kinder, die nicht emotional traumatisiert werden in der Kindheit, weil die Eltern selbst nie gelernt haben, ihre Emotionen zu regulieren, sondern weil sie alle nur gelernt haben, wie sie unterdrückt und wie sie auf andere ablehnt. Vor allem auf Kinder. Aber dann zu erwarten, dass die Kinder ihre Emotionen selbst regulieren. Dass die Kinder die kleinen Erwachsenen sind, die sich um ihre Eltern kümmern. Und das ist nicht ihre Aufgabe. Also, wenn das nächste Mal euer Kind Wut in euch auslöst, denkt an meine Geschichte. Als Kind habe ich das als sehr, sehr schlimm erlebt. Es waren wirklich, wirklich schlimme Jahre und dann musste ich es als Erwachsener wieder erleben, musste diese Emotionen zulassen können, die ich damals wegdrücken musste, weil ich es sonst physisch nicht überlebt hätte, wenn ich sie nicht weggedrückt hätte. Und ich wünsche mir, dass das keiner erleben muss. Und dafür muss jeder bei sich selbst anfangen und die Verantwortung für die eigenen Emotionen tragen. Und wir alle können das. Ich danke euch.